Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja letztes Wochenende versprochen, dass es diesen Sonntag ein Video zum Sublimationsdruck gibt und da habe ich mir über das letzte Jahr so ein bisschen die möglichen Fehlerquellen gesammelt, weil ich bin jetzt nicht der Experte, ne? Ich mache das erst seit einem Jahr, aber ich habe durchaus einiges an Erfahrung gesammelt, auch einiges an möglichen Fehlern, die ich entweder bei mir selber gemacht habe, die ich aufgrund der Fragen, die ihr mir gestellt habt, gesehen habe oder die ich auch auf anderen Kanälen bei anderen Leuten gesehen habe. Und deshalb dachte ich mir, es macht Sinn, ne, wenn ich ein Video mache, wo ich euch eben eine Übersicht über diese möglichen Fehlerquellen zeige, damit ihr die selber dann nicht machen müsst. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, um die möglichen Fehlerquellen beim Sublimieren. Ich will euch da nicht Angst machen davor oder die Freude daran nehmen, aber es gibt so ein paar Fehler, durchaus ein paar, wo die passieren können, wenn man anfängt mit Sublimieren, und ich wollte die euch einfach zeigen, damit ihr die bei euch vermeiden könnt und dann umso mehr Spaß habt, wenn ihr da ins Thema reingeht. Also, lasst euch nicht abschrecken von den ganzen Fehlern. Es geht wirklich mehr darum, euch einfach eine Übersicht zu geben und dann eben zu vermeiden, dass die bei euch passieren. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen in Kategorien aufzuteilen. Zuerst kurz ein Hinweis zu den Videos, die ich schon gemacht habe für die Einsteiger und euch. Dann nur ganz kurz, was ihr für die Sublimation braucht. Und dann Fehlerquellen beim Drucken, bei der Farbe, bei der Hitze und Dauer, beim Anpressdruck und dann auch noch bei den Blanks. Ich habe keine bessere Wortwahl gefunden. Ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn ich Englisch verwende. Vielleicht Rohlinge? Es geht einfach darum, Tassen, Stoff, einfach alles, wo wir dann mit Sublimation draufgehen. Das sind Blanks. Von den Videos her, wenn ihr bei mir auf dem Kanal in die Playlist reingeht, dann hat es hier eins, das heißt Sublimation. Und da sind alle Videos, die ich bis jetzt gemacht habe zum Thema Sublimation. Wenn ihr ganz runter geht, dann sind da eben schon, wie ich den Sublimationsdrucker eingerichtet habe, alles solche Sachen. Und dann habt ihr eben auch Beispiele, wo ich zeige, wie ich Sachen sublimiere. Was braucht ihr für die Sublimation? Nur ganz kurz, Grundausstattung. Ihr braucht entweder eine Art von Eco-Print-Drucker. Das heißt, ihr habt da die Möglichkeit, selber Tinte einzufüllen. Oder eben einen Sawgrass-Drucker, der ist dann halt ein bisschen teurer. Dann Sublimationstinte, Sublimationspapier, Hitzetools, und zwar eben für die Tassen, entweder eine Tassenpresse oder die Cricut Tassenpresse, wenn das für euch passt, und für andere Sachen dann eben Easy Press oder die Happy Press, oder ihr könnt Sachen auch im Heißluftofen sublimieren. Da braucht ihr dann einfach noch Schrumpffolie oder Manschetten, und für die Schrumpffolien braucht ihr auch einen Hitzeföhn. Dann hitzeresistentes Klebeband ist wichtig und dann eben die Rohlinge, die für den Sublimationsdruck geeignet sind. Und ganz wichtig, Geduld und Wille, etwas zu tüfteln. Der Punkt ist mir wirklich wichtig. Ich finde, es ist extrem wichtig, wie ihr ans Thema rangeht. Ich habe heute gerade ein Video gesehen von Courtney Leder, wo ich die Videos sehr gerne angucke, und der hat heute ein Video hochgestellt mit seinen Failures, also mit seinen Sachen, Fehlversuchen, und hat da so ein bisschen was dazu erzählt, und ich fand das klasse, weil er hatte so eine Box, wo er all die ganzen Fehlversuche drin gehabt hat, und er sagt einfach, das ist für ihn keine Box mit Fehlversuchen, sondern für ihn ist das eine Box mit Sachen, die er gelernt hat. Weil ohne das wäre er heute nicht da, wo er heute ist. Und ich finde das eine sehr schöne Sichtweise drauf. Beim Basteln versuchen wir probieren immer wieder neue Sachen aus, und manchmal passieren Fehler.
und das ist völlig okay, ne? Wenn ihr mit der Sichtweise quasi auch mit dem Sublimieren startet, dann kann eigentlich was nicht mehr schief gehen. Weil ich sehe das ganz ehrlich gesagt einfach so, ne, wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist ja jetzt nicht ein Problem, sondern es ist einfach eine Herausforderung, die es gilt, die zu meistern. Weil ein Problem wäre, wenn man nichts mehr zu essen hat oder kein Dach über dem Kopf oder eine unheilbare Krankheit. In meinem Fall bezeichne ich noch nicht mal das als ein wirkliches Problem, sondern es ist einfach eine Herausforderung, wo man lernen muss, wie man mit der Sache umgeht und das Beste draus macht, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird bei euren Projekten, es wird Fehler geben. Ihr werdet manchmal Fehlversuche haben, aber eben, es ist nicht wirklich schlimm. Dann lernt ihr einfach daraus und macht beim nächsten Mal anders. Ne? Deshalb lasse ich bei meinen Videos zum Beispiel auch immer die Fehler drin, die mir passieren. Die schneide ich nicht raus. Und das sehr bewusst, weil ich finde halt einfach, ich schäme mich nicht dafür, dass mir Fehler passieren. Und ich finde es eine gute Variante auch oder eine gute Option, damit ihr daraus auch lernen könnt und das dann eben 1:1 auch seht. Von den Hinweisen her bei der Grundausstattung, ich habe, als ich gezeigt habe, was für einen Drucker ich genommen habe, ich habe eben einen EcoPrint-Drucker. Es gibt eben auch die Option für einen Sawgrass-Drucker. Da ist halt einfach, er ist teurer, wesentlich teurer, aber ihr habt da auch einen guten Support, er ist langlebig und es ist quasi so, na, ihr könnt einstecken und loslegen. Klar können auch da dann die üblichen Fehler, die beim Sublimieren passieren können, passieren, aber es erleichtert euch schon einiges, gerade auch so mit dem Farbmanagement. Einfach das als Hinweis. Was ich oft auch als Frage bekomme, ist, kann ich diesen Drucker gleichzeitig dann trotzdem noch als normalen Drucker verwenden? Also gleichzeitig verwenden geht nicht, weil das ist eine spezielle Tinte, die macht auf normalem Papier fürs normale Ausdrucken schlicht und ergreifend keinen Sinn. Ne? Weil das ist einfach keine Druckertinte. Punkt. Und das Vorher oder nachher verwenden, ich sage einfach, der Reinigungsprozess ist extrem mühsam, weil ihr müsst wirklich gucken, dass nicht nur die Tanks dann leer sind, das heißt, entweder keine Sublimationstinte mehr drin ist oder keine normale Tinte mehr drin ist und selbst die ganzen Düsen müssen gereinigt werden. Wenn ihr das machen wollt, eure Entscheidung. Ich würde es nicht anraten, ganz ehrlich gesagt. Dann nehmt ihr wirklich lieber einen kostengünstigen EcoPrint-Drucker, einen kleinen, und nehmt den wirklich als Sublimationsdrucker. Die andere Frage, die ich auch bekomme, von wegen Hitzetools, kann ich auch ein Bügeleisen verwenden? Das würde ich definitiv nicht empfehlen, weil die Hitzeverteilung, die Dauer und der Druck, den man da verwendet, der ist so dermaßen maßgeblich für ein gutes Sublimationsergebnis, das kriegt ihr mit einem Bügeleisen meines Erachtens schlicht und ergreifend nicht hin. Also das würde ich definitiv nicht empfehlen. Kommen wir zu den ersten Fehlerquellen, nämlich die beim Drucken passieren können. Die erste Fehlerquelle, die ich hier aufgeführt habe, ist die Qualität der Sublimationsfarbe. Ne? Wenn ihr da irgend so ein Billigprodukt nehmt und daran sparen wollt, das würde ich euch definitiv nicht empfehlen, weil die Sublimationsfarbe ist so ziemlich das Wichtigste beim Sublimieren. Das ist quasi eure Grundausstattung. Und wenn ihr dabei spart und irgendeine billige Tinte nehmt, die dann nicht wirklich funktioniert, würde ich nicht machen. Also da macht ihr euch selber keine Freude. Ich habe die Octopus-Tinte. Ich sehe viele auch, die Hippo-Tinte verwenden oder die Cosmos-Tinte. Das sind so die drei, die ich am meisten sehe. Dann Qualität des Bildes, welches ich drucken will, ist schlecht. Ne? Also wenn ich ein Bild habe, das im Original klein ist und dann mache ich das wesentlich größer und denke dann, das passt schon zum Drucken, und es ist zum Beispiel ein Pixelbild, was dann echt an Qualität verliert, wenn ich das vergrößere. Das wird dann mit dem Druck auch nicht besser, ne? Also da wirklich drauf achten, dass ihr ein Bild habt, was auch wirklich eine gute Qualität ist. Und
das dann nehmen zum Drucken. Dann Streifen beim Drucken. Da habe ich euch ein Bildchen zu. Da, wenn ich den Testdruck mache und Fehlstellen habe, das heißt, die Linien sind nicht durchgängig, dann wird auch euer Ausdruck mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht einwandfrei sein. Das heißt, wenn ihr beim Testdruck so ein Ergebnis kriegt, dann macht lieber noch ein paar Testdrucke. Wenn es nicht besser wird, dann reinigt die Düsen. Da gibt es bei den Druckern ja ein Programm, was man bei den Einstellungen findet, und dann macht ihr da einfach eine Reinigung der Düsen und damit sollte es dann eigentlich besser werden. Und ein anderes Problem, was es geben kann, ist, dass die Farbe noch nicht vollständig durch die Düsen durchgelaufen ist. Das heißt, wenn ihr neu installiert, macht da wirklich zuerst mindestens 5 Testdrucke, bis sich die ganzen Düsen dann auch füllen mit der Sublimationstinte. Bei mir, wenn ich den Drucker 2 Wochen lang nicht verwende, dann mache ich per se einfach mal einen Testdruck mit ganz normalem Papier. Da nehme ich noch nicht mal das Sublimationspapier, weil das sich dann schon auf dem normalen Papier, wenn ich da keinen sauberen Ausdruck bekomme. Und eben dann mache ich das gleiche wie wenn ich Streifen habe. Da drucke ich das ein paar Mal, so 2, 3 Mal. Wenn das nicht besser wird, dann reinige ich die Düsen, damit das wieder besser wird. Ein anderes Problem, was passieren kann, ist, dass ihr die falsche Seite des Sublimationspapiers bedruckt. Bei mir kann es nicht passieren, weil das Textprint-Sublimationspapier ist auf der Rückseite beschriftet. Das heißt, es hat das Logo drauf, somit kann mir das auch nicht passieren. Oder selbst wenn es passiert, dann sehe ich das sofort. Weil ihr müsst einfach darauf achten, ihr seht ja was im Drucker, das Zeichen, wie ihr das Papier reinzieht, und da müsst ihr das wirklich einfach richtig einlegen. Andere Fehlerquelle kann sein, wenn ihr kein Farbprofil verwendet und wenn ihr schnelles Drucken nicht ausgeschaltet habt, das heißt, da hat es ein Häkchen, das müsst ihr rausnehmen. Ich habe hier ein ganzes Video zu diesen Farbprofilen gemacht, wie ihr die einstellen und verwenden könnt. Anderes gängiges Problem, und das passiert tatsächlich auch mir, so mindestens alle 2 Monate mal, ist, dass ich das Spiegeln vergesse. Weil beim Sublimationsdruck muss ich Dinge spiegeln und die so ausdrucken, damit ich es dann wieder, wenn ich es aufbringe, es dann auf die richtige Seite quasi bedruckt wird. Dann, wenn ihr etwas, was ihr mit dem Sublimationsdrucker gedruckt habt, zum Beispiel wenn ihr die Easy Subli verwendet und die direkt bedruckt, das dann mit dem Plotter zurechtschneiden wollt, lasst die Farbe zuerst trocknen, sonst verschmiert euch die Farbe. Wenn ihr beim Drucken, wenn euer Drucker quasi so Schmierstreifen oder Schmierflecken außerhalb des Motives macht, lasst die nicht drauf. Schneidet die Sachen weg, solange es nicht im Motiv ist. Wenn es im Motiv ist, müsst ihr nochmal neu drucken und das Problem anders lösen. Aber selbst wenn ihr die außerhalb habt, es passiert so schnell, dass das dann trotzdem auf eurem Rohling landet beim Pressen. Also wirklich guckt am Anfang, wenn es irgendwo Schmierstreifen habt, dass ihr die rausnehmt. Ein anderes Problem sind Fingerabdrücke. Wenn ihr etwas ausgedruckt habt und das dann in die Finger nehmt und vorher zum Beispiel Handcreme aufgetragen habt, da mit der Handcreme auf den Druck geht, dann kann das wie ein Fingerabdruck oder Schmieren hinterlassen. Also wenn ihr was ausgedruckt habt, guckt in der Regel, dass ihr mit den Fingern da nicht mehr groß drauf gebt. Fehlerquelle bei der Farbe, da habe ich jetzt gar nicht so viel. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist für mich persönlich noch die größte Herausforderung, da wirklich Wege zu finden, wie Sachen dann in den Farben rauskommen, die ich gerne hätte. Ich habe Farbprofile eingerichtet, aber ich habe kein ICC-Profil, weil von dem Hersteller, wo ich die Sublimationstinte habe, gibt es für den Drucker, den ich verwende, kein ICC-Profil. Wenn ihr ICC-Profile installieren wollt auf eurem PC, dann müsst ihr einfach berücksichtigen, dass ihr entweder Photoshop oder CorelDRAW braucht, die beiden Programme oder eines der beiden Programme, damit ihr das ICC-Profil
überhaupt installieren könnt. Zumindest habe ich das so verstanden. Ein anderes Problem kann sein, dass ihr euren Bildschirm nicht kalibriert habt. Ne? Wenn euer Bildschirm schon eine andere Farbe anzeigt als die das Element oder das Design überhaupt schon hat, dann habt ihr hier halt einfach nochmal ein größeres Risiko, dass dann nicht die Farbe rauskommt, die ihr haben wollt. Da ich eben gerade mit dem ganzen Farbschema noch ein bisschen unsicher bin, auch jetzt nach einem Jahr, mache ich es jeweils so, wenn ich ein größeres Projekt habe, dass ich immer zuerst es auf ein Polyesterstoff ausdrucke oder sublimiere, um zu gucken, wie das Resultat aussieht, und erst wenn ich damit zufrieden bin, dann gehe ich damit auf meinen Rohling. Das heißt, hier mein Tipp, guckt, dass ihr so einen Polyesterstoff habt. Das müsste einfach mindestens 80% Polyester sein, damit das geht für den Sublimationsdruck. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, ihr müsst ja nicht immer die volle Größe machen, sondern es hilft manchmal auch schon, wenn man eine kleine Version davon einfach mal ausdruckt und presst und dann sieht, okay, wie ist das Ergebnis, passt es für mich oder passt es nicht. Manchmal kriege ich einen Kommentar von wegen, bei mir funktioniert es nicht, die Farbe ist entweder komplett anders, wenn ich es ausdrucke, oder die Farbe ist viel zu hell. Per se muss man sagen, die Farbe ist definitiv anders, wenn ihr das ausgedruckt habt. Auf dem Sublimationspapier erkennt ihr eigentlich nicht, welche Farbe dann schlussendlich entsteht. Das hier ist der Ausdruck auf dem Sublimationspapier. Und das, wenn ich genau dieses Element hier, genau diesen Ausdruck zum Beispiel hier auf die Getränkekühler drauf sublimiere, sieht das schlussendlich so aus. Also ihr seht, ne, man erkennt überhaupt nicht, dass diese Farbe sich hier hinter versteckt. Und ja, deshalb ist das ganze Farbmanagement auch ein bisschen schwierig. Aber nur zu sagen, ne, wenn ihr das Gefühl habt, das ist viel zu hell, ja, die Ausdrucke mit dem Sublimationsdrucker sind immer heller, weil sich die Farbe erst aktiviert mit der Hitzeübertragung. Die Hitze und Dauer sind genauso wie die Sublimationstinte selber ein wesentlicher Bestandteil davon, ob euer Druck gut wird oder nicht gut wird. Und es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, der Anbieter sagt mir so und so viel, 200 Grad, ich gehe auf sicher und mache 220, das hilft auch nicht, weil ihr könnt etwas überpressen, das heißt zu viel Hitze drauf geben, ihr könnt aber etwas auch eben zu wenig lang pressen oder mit zu wenig Hitze pressen. Da müsst ihr wirklich so den richtigen Wert an Hitze und Dauer finden. Es hilft, wenn ihr eben guckt, was der Anbieter, bei dem ihr den Rohling gekauft habt. Viele schreiben das in der Produktbeschreibung rein, wie man das pressen soll. Und das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Damit starte ich in der Regel. Und ich habe so ein kleines schlaues Büchlein, einfach ein kleines Notizheft. Und da rein schreibe ich jedes Mal, wenn ich irgendetwas Neues sublimiere, einen neuen Rohling, schreibe ich mir dann schlussendlich, wenn ich die perfekte Hitze und die perfekte Dauer dafür gefunden habe, dann schreibe ich das da rein, damit ich beim nächsten Mal einfach wieder ins Büchlein reingucken kann und weiß, welche Werte ich nehmen muss für die Hitze und für die Dauer. Etwas, was ich auch noch darauf hinweisen wollte, ich habe ja die Cricut Tassenpresse und ich habe eine andere Tassenpresse und vielleicht haben einige von euch das schon gesehen. Ich finde für die Infusible Ink und die Infusible Ink Stifte die Cricut Tassenpresse super. Das funktioniert einwandfrei. Aber bei mir jetzt, die Anforderungen, die ich an das Ergebnis habe, ihr seht es ja wahrscheinlich fast nicht, aber das hier habe ich schöne leuchtende Farben. Das habe ich mit meiner normalen Presse gepresst und das hier habe ich mit der Cricut Tassenpresse gepresst. Das ist schwierig im Foto festzuhalten, dass ihr den Unterschied wirklich seht. Aber es ist fast so, als ob diese Farbe so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen dreckig ist einfach. Es ist keine leuchtende Farbe. Das war ein anderer Test, auch hier,
Das wäre eigentlich eine leuchtende Farbe, aber die ist dann irgendwie, es ist noch nicht mal zu dunkel. Es hat wirklich so einen Effekt, wo die Tasse dann halt einfach nicht mehr schön ist. Und das ist die Problematik halt einfach, dass die Cricut Tassenpresse länger presst als meine normalen Tassenpresse. Das hatte ich euch auch in einem Vergleichsvideo mal gezeigt. Mag sein, dass es bei einigen Leuten funktioniert und dass ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Für mich war es nicht zufriedenstellend, wenn ich das mit dem verglichen habe, was ich mit meiner normalen Tassenpresse für ein Ergebnis bekomme. Eine weitere Fehlerquelle, die ich hier aufgeführt habe, ist, dass ihr den Rohling nicht auskühlen lasst. Ne? Also wenn ihr den gepresst habt, lasst ihn wirklich zuerst liegen, auskühlen und erst dann löst ihr das Ganze weg, weil je schneller ihr versucht, das wegzunehmen, kann es sein, dass euch das Papier, zum Beispiel wenn das alles noch heiß ist, wieder zurück auf euren Rohling fällt und ihr da dann, dass ihr das wie nochmal versucht zu pressen, also zu übertragen, und dann kriegt ihr so wie einen Schatten. Man nennt es auch Ghosting. Also lasst es einfach liegen, auskühlen und dann nehmt ihr das Ganze weg. Auch bei den Tassen, wir erhitzen die bei 180 Grad, also das wird richtig schön warm. Und wenn ihr damit dann einfach in ein kaltes Becken mit Wasser reintaucht, dann kriegt die Tasse Risse. Also macht das nicht. Wenn ihr sie schneller auskühlen wollt, dann nehmt ein Becken mit lauwarmem Wasser, legt die zuerst da rein und erst wenn die dann eine Temperatur erreicht hat, wo ihr die anfassen könnt, erst dann geht unter das kühlere Wasser. Eine Fehlerquelle kann sein, dass ihr nicht die richtigen Manschetten nehmt, zum Beispiel bei den Tassen. Weil was wichtig ist beim Sublimationsdruck ist, dass ich ich habe ja meinen Rohling und packe da den Ausdruck, den ich gemacht habe, packe ich da drauf. Und das muss fest aufeinander gepresst sein und dann mit der Hitze und Dauer das übertragen und in der Zeit muss das fest drauf bleiben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine zu große Manschette nehme, wo dann nicht der richtige Druck drauf ist, dann kann es sein, dass euch die Farbe ausläuft, dass ihr eben einen Ghost, einen Schatten bekommt oder dass sich die Farbe nicht richtig überträgt. Das muss wirklich schön eng ansitzen. Hier auch bei der Cricut Tassenpresse, da habt ihr dasselbe. Die ist für eine bestimmte Größe an Tassen gemacht, 2 verschiedene Größen. Und wenn ihr da was reinstellt und das nicht eng anliegt, dann wird das Ergebnis auch nicht gut werden. Dann der Anpressdruck bei der Happy Press. Das ist die große, wo ich den Deckel jeweils runter mache, presse und dann wieder hochhebe. Da teste ich den Anpressdruck jeweils in kaltem Zustand. Das heißt, ich lege meinen Rohling drunter und gucke dann, lässt sich die Presse einigermaßen gut schließen und wieder öffnen. Und auch hier machen viele Hersteller die Angaben, mit welchem Druck ihr das pressen sollt. Es gibt Pressen, die den Druck in bar anzeigen, die so eine digitale Anzeige haben. Das ist bei meiner nicht der Fall. Da geht es so ein bisschen nach Gefühl, wo ich oben eine Schraube drehen muss, um den Druck zu erhöhen oder den zu reduzieren. Aber testet es jeweils einfach im kalten Zustand, dass ihr dann auch den richtigen Anpressdruck habt, wenn ihr es dann pressen wollt. Eine andere Fehlerquelle kann sein, dass hier genau diese Presse, die Happy Press oder ähnliche Pressen, dass ihr da einfach zu schnell öffnet. Das heißt, ihr seid mit dem Pressen fertig und macht dann einfach zack hoch. Was da passieren kann, ist, dass euch das Papier so wie ein bisschen angehoben wird und dann wieder runter auf den Rohling geht und dadurch auch ein Schatten entsteht, weil es nicht am genau gleichen Ort wieder runterfällt. Also hier wirklich entriegelt zuerst. Das heißt, ihr hebt es nur kurz an, damit der Druck reduziert wird und erst dann öffnet ihr die Presse. Anpressdruck bei der Easy Press, da wir die Easy Press, die von Cricut,
da machen wir ja den Druck quasi manuell. Das heißt, wir drücken mit der Hand ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger drauf. Deshalb verwende ich gerne für den Sublimationsdruck die Happy Press. Bei der Easy Press kann es dann halt einfach sein, wenn ihr zu wenig Druck oder zu viel Druck verwendet, dass das Resultat nicht gut wird. Es ist einfach ein bisschen schwieriger, das Ganze zu regulieren. Eine weitere Fehlerquelle ist, dass euer Hitzetool die Fläche nicht abdeckt, die ihr drucken wollt. Jetzt gerade bei der Easy Press. Wenn ihr ein Motiv habt, das größer ist als eure Easy Press, wenn ihr zum Beispiel nur eine kleine habt und ihr habt ein großes Motiv und dann denkt ihr, ich kann ja da so ein paar Mal hin und her. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, weil, wie gesagt, Anpressdruck, Pressdauer und Hitze sind 3 maßgebliche Komponenten, ob der Druck gut wird. Wenn ihr jetzt da an verschiedenen Orten, dann geht ihr teilweise, habt ihr Überlappung, da ist ein bisschen mehr oder weniger. Ich glaube einfach nicht, dass das gut wird. Ich würde sagen, wenn mit der Easy Press, dann eine, die genug groß ist, um das ganze Motiv abzudecken. Und das kann euch auch passieren, zum Beispiel bei den Manschetten. Wenn ihr die Manschette geht ja nicht komplett um die Tasse herum, sondern ihr habt einen Streifen, der nicht abgedeckt ist. Und da müsst ihr einfach gucken, dass euer Motiv nicht größer ist als das, was wirklich mit der Manschette um die Tasse rum abgedeckt ist. Wenn ihr ein Motiv habt, das über die Manschette hinausgeht, das wird nicht gepresst, dann habt ihr da so quasi so einen Gradient-Effekt, dass die Farbe ausläuft. Ein großes Thema ist auch, wenn ihr das Sublimationspapier nicht gut auf eurem Rohling festklebt. Deshalb habe ich am Anfang auch geschrieben, ihr braucht hitzeresistentes Klebeband. Weil was passieren kann, dass sich das Papier irgendwie verschiebt und dann bekommt ihr eben dieses Ghosting, den Schatten. Was heißt es? Das hier ist ein Ghosting. Das heißt, eigentlich wäre der Schriftzug, wäre das, was ich haben wollte. Das hatte ich aber nicht festgemacht, sondern ich dachte, ich probiere es einfach nur kurz und habe auf den Kleber verzichtet und habe das dann hochgehoben und damit hat sich ein klein wenig das Papier verschoben, ist dann wieder runtergefallen. Ich bin nicht nochmal mit der Hitze drauf, sondern es war nur durch die Resthitze, die das Papier und der Rohling hatte, hat es dann das einfach nochmal weiter sublimiert und dadurch habe ich hier durchgängig einen Schatten auf meinen Rohling gekriegt. Das wollt ihr dann natürlich auch nicht. Das andere, was passieren kann, ist, wenn ihr Unebenheiten nicht ausgleicht, dass ihr da ein ungleichmäßiges Ergebnis bekommt. Das ist einer der Fehler, der mir passiert ist in diesem Video hier. Ihr seht schon, das hier ist die Infusible Ink und ihr seht, in den meisten Teilen ist die Farbe weg. Hier oben habe ich ziemlich viel Farbe noch drauf. Und das sehe ich dann auch beim Druck. Hier seht ihr, das ist überhaupt nicht deckend. Das Schwarz, was ich hier gedruckt habe. Das Problem war, dass ich hier einen Reißverschluss habe und ich bin mit meiner Easy Press einfach gerade drauf gegangen. Das heißt, die war dann teilweise auf dem Reißverschluss oder dem, was hier innen drin ist vom Reißverschluss und war dadurch uneben. Solche Kleinigkeiten können ausmachen, dass der Druck nicht gut wird. Von dem her, wenn ihr sowas habt, hier zum Beispiel die Tasche für die Weinflasche, die hat ja hier oben eine Kordel. Entweder guckt ihr, dass ihr das Design so platziert, dass ihr mit dieser Kordel außerhalb, zum Beispiel der Happy Press, der Platte, dass ihr das außerhalb hinlegen könnt, oder ihr nehmt solche Teflon-Hitzekissen, legt es drunter, da müsst ihr natürlich auch entsprechenden Druck bei der Happy Press dann anpassen, dass es auch wieder passt. Aber dann könnt ihr das dahin legen, wo die Kordel nicht ist, knapp quasi darunter, und so könnt ihr das pressen und habt dann das Problem nicht, dass die Kordel oder der Kordelzug im Weg ist. Und der letzte Punkt, den ich hier noch habe, ist, manchmal kann es passieren, dass ihr den Rand vom Sublimationspapier nach dem Pressen auf eurem Rohling seht. Das ist wie quasi dann eine Linie ringsherum um euer Motiv.
Um das zu reduzieren, ich hatte das selber, glaube ich, noch gar nie wirklich. Das war mehr, manchmal ist es auch, ne, wenn ich einen Höhenunterschied habe, zum Beispiel mit der Easy Supply, wenn ich das presse, dann sehe ich das ringsherum, wo die Trägerfolie war. Aber wenn ich das dann zum ersten Mal wasche, dann erholen sich die Fasern quasi wieder, die damit ein bisschen mehr runtergepresst wurden, und dann verschwindet dieser Rahmen. Ihr könnt es aber beim Papier dadurch vermeiden, dass ihr das Papier ringsherum nicht abschneidet, sondern dass ihr das wie reißt. Dadurch habt ihr nicht diese scharfen Kanten und dann sollte das auch nicht mehr passieren, dass ihr da einen Abdruck seht. Die letzte Kategorie, die Fehlerquellen bei den Blanks oder Rohlingen. Das eine ist, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, ne? Diese Rohlinge müssen eine spezielle Beschichtung haben oder müssen aus einem bestimmten Material gemacht sein. Bei Stoffen muss es mindestens 80% Polyester sein. Ihr könnt nicht auf zum Beispiel ein Baumwoll-T-Shirt sublimieren. Das funktioniert einfach nicht. Dieser chemische Prozess, der stattfindet, das passiert bei Baumwolle einfach nicht. Es muss Polyester, mindestens 80% Polyester sein. Dann bei den beschichteten Sachen, wie zum Beispiel Puzzles, Tassen, Taschenspiegel. Ich habe euch schon ganz viele Möglichkeiten gezeigt, ne, die man sublimieren kann. Da muss es diese Polyacrylbeschichtung drauf haben. Eine weitere Fehlerquelle kann sein, dass ihr irgendein billiges Material nehmt, wo eine schlechte Qualität ist. Und ich spreche nicht jetzt vom, wie es gemacht ist, sondern mehr, wie die beschichtet ist. Es geht eigentlich auf einen zweiten Punkt rein, den Versuch selber zu beschichten. Da bin ich überhaupt kein Fan davon. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe die Ergebnisse bei anderen gesehen und das war durchwegs einfach ein Reinfall. Von dem her eben guckt drauf, dass ihr von den Rohlingen eine gute Qualität habt, und ich würde davon abraten, versuchen hier mit irgendwelchen Sprays oder was auch immer selber zu beschichten. Zumindest das, was ich gesehen habe, war einfach nicht gut. Ein anderes Problem, was entstehen kann, ist, dass die Farbe durchdruckt. Entweder, wenn ihr ein weißes T-Shirt habt, dass es auf den Rückteil quasi durchdruckt, die Farbe durchläuft. Oder noch schlimmer, wenn ihr zum Beispiel bei der Tassenpresse oder bei eurer Easy Press, dass ihr dann Farbe auf der Manschette oder auf eurer Platte drauf habt. Da müsst ihr wirklich drauf gucken, wenn ihr druckt, Backtrennpapier oben drauf, Backtrennpapier unten drauf. Und bei den T-Shirts mache ich es so, dass ich es nicht ganz unten, sondern sogar zwischen den Stoff schiebe, und wenn ich dann von oben das bedrucke, ne, dass da wirklich auf nichts auf die Rückseite drauf geht. Eine andere Fehlerquelle ist, wenn ihr Fussel nicht entfernt, bevor ihr das bedruckt, oder dass ihr die Oberfläche nicht reinigt. Was kann da passieren? Ignoriert, dass das ein schlechter Druck ist. Das war aus dem Video, wo ich gezeigt habe, dass Baumwolle man die nicht bedrucken kann. Aber hier ganz klein, das war das einzige Mal, wo es mir passiert ist, hier diese grünen Flecken, die kriegt ihr nachher auch nicht mehr raus. Das ist drin im Stoff, und das passiert eben, wenn ihr irgendwelche Rückstände auf eurem T-Shirt drauf habt, wie zum Beispiel Fussel. Deshalb immer Textilien vorher mit dem Fusselroller abrollen und erst dann euer Sublimationspapier drauflegen. Und bei Tassen hilft es, wenn ihr die ganz am Anfang, wenn ihr die kriegt oder bevor ihr die bedrucken wollt, ihr die mit einer Alkohollösung, Haushaltsalkohol, abwischt oder putzt. Eine weitere Fehlerquelle kann sein, wenn ihr Textilien nicht vorpresst. Mit dem Vorpressen, was ihr da macht, ihr holt einmal die Falten raus, was schon mal nicht schlecht ist, aber ihr holt halt einfach auch die Restfeuchtigkeit raus, die da drin ist. Weil wenn euer zum Beispiel T-Shirt eine Restfeuchtigkeit drin hat, und das ist ganz normal, das ist wirklich, das haben die meisten T-Shirts, wenn da eben so eine Restfeuchtigkeit drin ist und ihr das versucht zu pressen, dann kann es sein, dass ihr ganz viele so kleine Pünktchen
seht und einfach kein schönes Resultat kriegt. Einfach bevor ihr Textilien bedruckt, nehmt die kurz, presst die vor, dann lasst ihr die kurz auskühlen und erst dann geht ihr mit eurem Motiv drauf und presst es. Dann ein weiteres Thema ist, dass ihr die Farbe von eurem Rohling nicht beachtet. Sublimationsfarbe ist nicht deckend. Wenn ich ein T-Shirt habe, was für den Sublimationsdruck geeignet ist und das zum Beispiel rosa ist, ne? Helle Farben würden ja funktionieren. Und ich damit irgendwas anderem drauf gehe als schwarz, das heißt irgendein Motiv, was selber schon eine Farbe hat, dann kann es sein, dass eure Farben danach ganz komisch aussehen, weil eben die Sublimationsfarbe nicht deckend ist. Das heißt, das Rosa schimmert dann unter der Farbe durch und dann entstehen dann plötzlich ganz komische Farben. Bei Weiß ist es kein Thema, weil, ne, wenn ihr mit euren Farben auf Weiß geht, dann habt ihr keine Verfälschung, aber eben wenn ihr irgendeinen Rohling habt, der schon selber eine andere Farbe hat, dann kann es sein, dass es eure Farben verfälscht. Letzter Punkt, der Klebestreifen verhindert optimales Druckergebnis. Und es kann sein, wenn ihr zum Beispiel, ihr legt ja das Sublimationspapier auf euer T-Shirt drauf, so dass der Druck quasi das T-Shirt anguckt. Wenn ich jetzt da mit Klebestreifen in einen Bereich dann oben das festklebe, wo unten drunter die Sublimationstinte ist, kann es sein, dass ihr das nachher seht, weil genau da, es ist ja ein hitzeresistentes Klebeband. Es kann sein, dass dadurch weniger Hitze durchdringt auf euer T-Shirt oder auf die Tinte und ihr dadurch ein ungleichmäßiges Ergebnis kriegt. Von dem her guckt, wenn ihr Klebestreifen aufbringt, dass ihr die da anbringt, wo ihr keine Tinte habt. Ne? Selbst wenn es auf der Rückseite ist, einfach gucken, dass ihr die Streifen irgendwo anders anbringt, als da, wo euer Motiv ist. So, letzter Punkt und manche werden denken, ne, also das ist ja, warum sagst du das? Es gibt Rohlinge, wie zum Beispiel, ich hatte euch ein Video gezeigt, wo ich so Taschenspiegel hatte und solche Elemente haben eine Schutzfolie drauf. Und es ist wirklich gefährlich, dass man die nicht sieht, weil die sind so dünn und die sind so gut festgeklebt, dass man manchmal das gar nicht erkennt, dass da eine Folie drauf ist. Wenn ihr aber etwas dann einfach drauflegt zum Pressen und das versucht zu pressen, dann habt ihr das ganze geschmolzene Plastik und euer Motiv ist komplett versaut. Das könnt ihr nachher wegschmeißen. Das bringt nichts. Deshalb wirklich gerade so bei Metallen oder ich hatte auch ein Glasschneidebrett, da war auch eine Folie drauf. Also guckt da wirklich immer zuerst, stellt sicher, dass da nicht noch eine Plastikfolie drauf ist, die die Beschichtung schützt. Wenn eine drauf ist, müsst ihr die vorher abziehen. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr, wie gesagt, mehr über das Thema Sublimation lernen wollt, geht da zum Beispiel auf meine Playlist drauf. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Leute, die Videos dazu machen, wo ihr auch sehr viel lernen könnt. Und ja, wenn ihr noch irgendetwas habt, was ich nicht erwähnt habe, dürft ihr das gerne auch in die Kommentare unten reinschreiben, damit andere auch von euren Erfahrungen lernen können. So, das war es dann auch schon für heute. Es war jetzt ein Wochenende in Folge oder 2 Wochenende in Folgen, wo es ein bisschen theoretisch war. Nächstes Wochenende machen wir tatsächlich auch wieder ein Nähprojekt, damit wir auch wieder was miteinander gestalten können. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und dass es euch gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.